Guten Morgen, liebe Freunde der guten Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Producer vs. Consumer, wo ich als vermeintlicher Produzent hier die Videos auseinandernehme und mir einen Consumer eingeladen habe, damit die Leute es auch verstehen, warum Pro vs. Con. Es gab einige, die das nicht verstanden haben. Heute wieder einmal Spezialgast Dana Rolle. Yay! So, Leute. Ihr habt ja in den letzten Tagen sehr, sehr häufig geschrieben, dass ihr gerne einen bestimmten Song hören wollt. Das haben wir sehr, sehr, sehr viel gelesen. Natürlich gehen wir auch auf die alten Künstler und Sachen immer wieder ein, aber auch gerne auf die neuen, weil das dann natürlich auch ein bisschen so im Zeitgeist ist von dem, was gerade eben aktuell ist. Mhm. Und da habt ihr wen rausgesucht? Oh. Ailey. Ailey. Also ihr englischer Name ist Amy Lee. Mit Room Shaker, ihr neuer Song, der kam Anfang Juli raus, also 2.7. glaube ich, vor 6 Tagen. Ja. Ja. Genau. 2.7. und sie ist ursprünglich, ist sie ja eigentlich Amerikanerin, also sie ist geboren in den USA, hast du gesagt? Genau, in Denver. Und hatte jetzt gerade ihr K-Pop-Debüt wann? 2012. Schon, ach so. Hatte sie ihr K-Pop-Debüt, genau. Und der Song ist jetzt neu von ihr. Okay. Also ist das ein Comeback oder ist sie gerade irgendwie... so wie ich das mitbekommen habe, ist es so eine Art Comeback, ja. Okay. Bringt gerade wieder was Neues Ansonsten raus. Die Community schreibt das natürlich mir gerne in die Kommentare und klärt uns und alle anderen da auch immer sehr gerne auf. Das ist ja auch immer sehr von Vorteil. Wir müssen nicht alles stundenlang hier recherchieren, sondern kriegen das schon mal zusammengefasst. Ich habe mir sagen lassen, um euch da schon mal ein bisschen zuvorzukommen, es ist nicht ihr gesanglich stärkster Song. Also sie ist wohl sehr gut gesanglich, aber das ist nicht der beste Song, in dem das rüberkommt von ihr. Okay. Gut, hören wir mal rein. Hier unten steht 28.06., aber hier das Upload-Datum war ja tatsächlich der 2. erst. Genau, vielleicht wurde es in Südkorea früher released oder so. Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich sehe schon die Fendi-Socken. Oh, und ein ganzes Fendi-Outfit. I like it. Nice. Oh. Okay, so erstmal die Strophe auseinandernehmen vielleicht, bevor wir hier in den Pre-Chorus kommen. Ja. Was ich sehr interessant fand. Ja, wirklich im Hintergrund nur so ein Synthesizer, der macht, ne, der so ein bisschen die harmonische Grundlage legt, aber keine ganzen Akkorde spielt, sondern wirklich nur so vereinzelt, also ein Arpeggiator, die einzelnen Töne spielt des Akkordes. Sonst sehr coole Drums. Was ich aber sehr, sehr speziell fand, war hier dieser Subbass, der hier einsetzt. Ab hier, der brummt richtig, ne? Der brummt richtig, aber was ganz, ganz besonders ist, dass der nicht... Normalerweise ist der immer gerne, sag ich, also der ist ja schon immer Stereo, muss auch nicht unbedingt sein, kann auch Mono sein, also wirklich nur ein Audiosignal, meistens sind es 2, die aber sehr eng angelegt sind, also im Stereo-Panning eben mittig, aber der hier, der ist super breit. Du hast in der Mitte gar nichts. Oh. Der Bass ist tatsächlich komplett rechts und links. Also, dass er wirklich hier im Stereo-Panning komplett das ausfüllt und so richtig... Aber es ist jetzt nicht so, dass in der Mitte was fehlen würde. Weil dieses Ja, so frequenztechnisch ist es jetzt nicht so... Also da ist in der Mitte ist trotzdem nichts. Also nichts, was da wirklich unten dieselbe Rolle spielt wie der Subbass, würde ich jetzt behaupten. Nichts da, aber fehlt was. Weil wir hatten auch schon mal einen Song, wo mittig nichts war und dann meintest du, es klingt so leer oder es fehlt einfach was. Ich finde hier tatsächlich überraschenderweise nicht. Also es macht, finde ich, nicht den Eindruck, als würde was fehlen. Obwohl das so interessant gemischt ist. Es ist sehr, sehr untypisch. Sehr atypisch. Es ist ungewohnt, aber ich finde wirklich nicht, dass man den Eindruck hat, dass da was fehlt. Oder? So als Konsument?
Also mir ist jetzt nichts aufgefallen. Also du hast nicht einen negativen Eindruck. Nee, überhaupt nicht. Ihr könnt ja auch mal sagen, was ihr da, ne? Warum ist der Song jetzt nicht ihr die stärkster vocal-technisch? Weil jetzt in der Strophe war schon immer wieder waren stellenweise, also selektiv da Doppelungen drin, die komplett durchharmonisiert wurden. Also eben Stimmen, die verschiedene Töne singen, also dieselbe Stelle in einem anderen Ton, gleiche Melodie. Oh Gott, das war jetzt eine schwere Geburt. Auf jeden Fall eben eine Harmonie der Hauptstimme singen. Und, die klangen sehr, sehr gut. Ja, und jetzt in diesem Pre-Chorus ja auch. Das ist ja locker immer 3-4-stimmig sogar. Sehr, sehr stark. Also, na gut, ich bin mal auf die Hook gespannt. Aber ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, warum das nicht ihr stärkster Song sein soll. Und falls es tatsächlich der nicht stärkste Song von ihr sein sollte, wie krass sind dann bitte die starken Songs? Ich weiß nicht, ich habe es nur mitbekommen und dachte, ich spreche es mal direkt an und werfe es mit rein. Ich bin gespannt. Aha. Oh. Okay. So, jetzt fand ich aber in der Hook das mit dem Bass, dass der so breit ist, ein bisschen komisch. Also zu viel dann. Ich finde schon, dass es dann zwischenzeitlich da in der Mitte dann nichts mehr ist. Also da, wo das Fundament eigentlich stattfinden sollte, unten, Mitte, Boden, da soll der Bass sein. Irgendwie man kann das zwar schon ausweiten, dass die Obertöne vielleicht ein bisschen weiter rausgehen, so im Stereo-Image, aber hier ist es zu viel gewesen, finde ich jetzt. Ich muss gestehen, ich habe nicht so sehr drauf geachtet. Ich war von den pinken Anzügen abgelenkt. Und beeindruckt, hoffe ich. Ja. Gerade hier finde ich, da wo dann ihre Tonlage auch ein bisschen tiefer ist und ein bisschen näher, sage ich mal, am Bass, ist es natürlich noch eine gute Distanz, aber da finde ich, merkt man es sehr krass, dass ihre Stimme dann nicht mehr den Platz bekommt, den er eigentlich bräuchte, den die Stimme eigentlich bräuchte, sondern ein bisschen weggeschluckt wird. Ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. 올라타지 witch 막 빛이 나지 마치 like chandelier icicles hanging from the ceiling. Go merry go round, go merry go. Go merry go round, you know what to do. Go merry go round, go merry go. Go merry go round. Das ist aber geil. Geil, das ist so Whistle-Song-mäßig von den Yin Yang Twins. Das ist dann alles ein bisschen... Aber das ist geil, dass sie das hier so reingeslidet haben in die Produktion rein, dass alles ein bisschen ruhiger und leiser wird und sie immer mehr ins Flüstern reingeht und wirklich dann nur noch dieser Bass quasi da stattfindet. Bei den Instrumenten. Das ist ja echt nur noch dieser Bass. Ja. Aber auch ihre Stimme, das klingt richtig interessant, weil man hört sie ja eigentlich noch normal, aber dann hörst du zwar also dahinter, aber trotzdem sehr laut und vordergründig dieses Geflüsterte. Ja, das ist sehr wahrscheinlich dadurch erreicht, dass eben mehrere Aufnahmen gemacht wurden in verschiedenen Stimmstärken. Da sind welche drin, die sind sehr krass gehaucht, also fast nur noch Luft zu hören. Die sind aber auch dann eine Aufnahme definitiv sehr weit komplett wahrscheinlich nach rechts gemischt. Eine nochmals eben genau auch wieder nur so gehaucht komplett nach links und dann eine, die ein bisschen kräftiger ist, aber trotzdem sehr zart. Und zwischendrin ist Get ready immer in der Mitte genau.
natürlich auch ein bisschen Reverb und so weiter alles drauf. Ja, das eben weil verschiedene Techniken quasi angewandt wurden, wie die Aufnahme gemacht werden soll, wie die Stimme klingen soll und das dann eben zusammen vermischt. Deswegen es sind tatsächlich mehrere Ebenen da, deswegen ist es auch so interessant. Also, es ist nicht nur eine Illusion, sondern es sind wirklich mehrere Ebenen, wie sie da singt. Haben die alle die Nike Air Force Ones? Ja, ne? Bis nur auf sie nicht. Ja. Sie hat so Ankle Boots an. Auch klassisch hier wieder so als Riser ihre Stimme benutzt, ne? Das ist so oft, hast du das jetzt neben mir schon mitbekommen, dass du bestimmt bei der nächsten eigenen Produktion, die du demnächst gestaltest, das auch machen könntest. Oh, aber ich realisiere nicht, dass es die Stimme ist. Doch, also ich merke zumindest mittlerweile, dass ein Riser kommt und wann der kommt und wie der kommt. Aber da hätte ich jetzt nicht direkt sagen können, dass es eine Stimme ist. Genau, Claps. Auch sehr untypisch, dass keine kurze Pause vorher ist, damit die Hook richtig reinballern kann. Das haben die hier weggelassen. Das haben die sich hier weggespart. Das ist auch interessant. Fehlt es dir? Also gerade war ich ein bisschen so, wir sind ja schon der Hook. Ich finde es ganz cool gerade irgendwie. Weil trotzdem noch was spielt. Das ist nicht ganz weg alles. Also wirklich down. Shake it, shake it. Room shaker. Shake it, shake it. Room shaker. 영화처럼 맞춘 타이밍. C-Part. 내 텐션은 이미 하늘로. Aber sie haben zumindest nicht auf so ein klassisches Klavier zurückgegriffen, sondern wirklich diesen Synthesizer Klang da noch drin gelassen. Ich sehe Butch da hinten sich irgendwie rumschmeißen an seinem Körbchen. Den haben wir noch drin gelassen, aber trotzdem, dass es halt so ein bisschen harmonischer wirkt und ein bisschen ruhiger auf jeden Fall wieder runterklingen lassen, hier klassisch im C-Part. Allein, weil sie auch so wie sie singt. Aber ich finde, ich merke zumindest gerade nicht so einen großen Unterschied zu dem Verse vorher. Ja. Es ist jetzt Ist auch nicht viel, genau. Dass ich sage, es ist definitiv jetzt der C-Part, klassisch. Ein bisschen Veränderung und so. Ja. Also sie haben wirklich da, sind sie nicht ganz weggekommen, dass sie jetzt irgendwie wirklich so ein klassisches Piano zum Beispiel nehmen, sondern wirklich noch diesen Synthesizer-Sound gelassen haben. Weil der auch noch so spielt. Ja, da habe ich euch hier den Einstieg in die Hook versaut. Ich habe euch den Höhepunkt nach hinten verschoben. So, ist doch geil, wie sie hier jetzt noch dann komplett das ist eine Oktave drüber, glaube ich, hier einsingt. Wo sie hier ganz hoch dann noch singt. Mist. Da ist die Oktave. Ne, da ist erstmal noch eine Stimme drüber, wahrscheinlich irgendwie sowas, weiß ich nicht, eine Quinte oder eine Quarte oder irgendwie, müsste ich jetzt auf dem Klavier gucken. Ich bin da aus dem Stegreif nicht, ich habe kein perfektes Gehör. Okay. Sei dir verziehen. Ja, das haben wir ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Das haben wir nur sehr, sehr viele. Ich müsste nur ganz kurz mal auf dem Klavier rumkloppen, aber mache ich jetzt nicht. Aber das andere ist auf jeden Fall die Oktave, die drüber sitzt. Sehr, sehr krass. Finde ich schon Wahnsinn. Also ist jetzt nicht... also schwach finde ich die absolut nicht. Ich weiß auch nicht, wer dir das geschrieben hat. Aber gut. Ah, okay. Jetzt ist es fest. Ja, siehste? Wie lange hat sie bitte diesen Ton gehalten? Also Wahnsinn. Also, aber erstmal dieser Drop, sehr geil. Hier mit einem kurzen...
Er holt einen auch richtig wieder zurück hier mit diesem Wind-Zurückzieh-Effekt. What? Okay, nach meiner Uhr hat sie den Ton auf jeden Fall 5 Stunden gehalten. Sehr, sehr krass. Wahnsinn. Ich meine, im Studio kann man immer einiges machen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie das live Aber auch kann. wenn es so an einem Stück ist, muss der ja an einem Stück gewesen sein. Oder kann man den so zusammen cutten und schieben, dass es trotzdem... Echt? So perfekt? Gerade wenn er so perfekt ist, weil man hört ja nicht mal ein Vibrato raus, es ist wirklich nur ein Ton ohne irgendwie Schwankungen, zumindest hört man das gerade nicht raus. Aber das ist jetzt nicht so unnatürlich lang, dass man irgendwie behaupten müsste, dass es unwahrscheinlich ist, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass sie den so singen kann, da gehe ich schon fest von aus, aber das hat man früher schon gemacht, auch so Ikonen, Diva, Mariah Carey oder so, Whitney Houston, das hat man im Studio, kann man das halt alles machen und wenn es mal nötig ist, dann macht man das eben auch. Vielleicht hat der Sänger, Sängerin mal einen schlechten Tag oder aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt oder irgendwas und dann kann man das irgendwie schon machen. Sogar mit alten Mitteln haben die das gemacht. Heutzutage ist alles nochmal viel einfacher. Ich muss nur ein Werkzeug auswählen und kann das Ding unendlich lang machen. Bis nach Timbuktu ziehen. Ob es dann noch irgendwie natürlich klingt, ist was anderes, aber es geht. Diese Hi-Hats hier, die klingen schon fast wie 10 Milliarden Nadelpiekse gleichzeitig, dieser Hi-Hat. Die sind nicht so hoch, also die sind nicht zu hoch, also die sind vom Mixing her, es ist super legitim, alles on point, aber produktionstechnisch finde ich das einfach so von der Komposition irgendwie zu viel, das ist so super viel, das spielen gefühlt irgendwelche 64stel hier. Und dann noch Triolen zwischendrin. Ja, also ist vielleicht ein bisschen so das K-Pop-Ding, was ich vielleicht so aus der 2012er Zeit oder 2013 vielleicht so um den Dreh erwartet hätte. Echt? Ich finde, das klingt nicht sehr K-Pop zeitgemäß. Also was wir da teilweise heutzutage von gerade den jungen K-Pop-Leuten hören und teilweise die gestandenen, das ist, finde ich, näher an der westlichen Musik dran oder an der amerikanischen, so wie Vasa zum Beispiel oder Mamamoo oder so, was die Mädels da teilweise auspacken, das ist hier wieder so Alarm und Tröten-Sound und Techno und alles ein bisschen, also wird jetzt nicht meine Lieblingsnummer. Meine auch nicht, ich bin immer noch hooked on Vasa Twit. Vasa war aber auch, die Twit habe ich auch tatsächlich in meiner Spotify Weekly Top 20 Playlist, die unten übrigens verlinkt ist, die aktualisiere ich jeden Freitag. Habe ich die auch tatsächlich reingepackt, weil letzte Woche, ich fand den Song auch so geil, der musste auf jeden Fall rein, auch wenn es nicht eine super aktuelle Nummer ist. Der ist zum Beispiel drin und KDA ist ja auch drin. Yeah. Diese League of Legends Nummer mit den Mädels, boah, super stark. Wir waren auch auf dem wir haben jetzt auch die Playlist einige Male durchgehört und es ist wirklich starke Songs. Also ich bereue es nicht, dass ich sie reingetan habe. Also checkt unten nochmal einen Link ab von meiner Spotify-Playlist. Das lohnt sich. Wir sind schon fast 800 Follower auf der Liste. Also fast 1000. Fast 10.000 sogar. Wenn man schon groß denkt. Ja, also meine Lieblingsnummer wird es nicht. Ja, war ganz cool so. Ihren Gesang fand ich sehr, sehr stark. Das muss ich auch sagen. Ich fand auch, als sie gerappt hat, das hat mich auch nochmal sehr positiv überrascht, weil ich nicht dachte, dass sie, wenn sie gesanglich so stark ist, auch im Rap so stark ist, aber sie klang sehr, sehr sicher beim Rappen. Das stimmt, also ihre Stimme per se fände ich jetzt nicht irgendwie schlecht. Gar nicht. Also wirklich, da kann man gar nichts sagen. Bin ich mal gespannt auf stärkere Nummern, also die ihr stärker findet, von ihr jetzt nochmal, um da zu sehen, was da vielleicht auch
auch ein bisschen genremäßig doch nochmal andere Sachen da abgreift, ist vielleicht auch interessanter. Gerade wenn man gesanglich sehr stark ist auf so eine Nummer, ist das auch schwer, das zu zeigen. Deswegen also ihre Stimme finde ich gar nicht schlecht. So wie sie aussieht, Ausdruck und Attitude. Outfits, alles on point. Da kann man nichts sagen. Sie ist definitiv, ja, kann man sagen, Superstar-Material. Wenn man das sagen kann. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank. Achso, ich habe gerade hier durchgeswitcht und nochmal Bilder von ihr angeschaut. Ihr habt das nicht gesehen, aber das Video ist da unten verlinkt. So, vielen, vielen Dank, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Checkt auch bei Dana mal da alles rum. Instagram, YouTube und so weiter. Hat sie auch alles Kanäle. Und vergesst nicht, diesen Kanal definitiv zu abonnieren, denn die Challenge diesen Monat, wir müssen die 50.000 knacken. Wir sind aktuell bei fast 47.000, irgendwie 46.900 irgendwas. Jetzt ist der Anzeiger genau auf Instagram 985. Siehst du, fehlen nur noch 10 Leute bis zu den 47.000. Das geht echt wunderbar. Ja, ihr seid die Besten, muss man einmal sagen. Vergesst Instagram auch nicht. Da werde ich vielleicht dann auch mal irgendwann richtig super aktiv wieder, wenn ich mich hier aus dem Keller traue. Und Musik gibt es vielleicht noch.